Und hier jetzt nochmal der Unterschied. Also ich denke, eindeutiger kann man das nicht sehen. Ne? Also ich muss sagen, das hat schon was. Ne? Wieder einmal heiße ich alle K-System- und OpenK-Freunde und selbstverständlich auch die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich willkommen bei Kufenau. In dem heutigen Video geht es natürlich mal wieder in erster Linie um das K-System bzw. OpenK-System. Aber auch das, was ich heute fürs K-System mache, kann man mit Sicherheit in vielen anderen Fällen in der Modellbahn auch noch anwenden. Deshalb denke ich mal, ist auch das Video für alle Nicht-K-Systemer sehr interessant. Denn heute geht es nämlich darum, wie ich dieses LED-Schild, doch hier ist es. Ich habe ja wo ich den LKW gebaut habe, habe ich ja hier so ein beleuchtetes Fahrerschild eingebaut, wo der Fahrernamen leuchtet. Ja, ich habe das jetzt hier nochmal ein ausgebautes, das meine ich damit. Hier so ein leuchtendes Fahrernamensschild. Habe ich ja damals da eingebaut und habe gesagt, naja, da mache ich mal ein separates Video drüber, wie ich das Schild gebaut habe. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Bevor wir aber hier in der Werkstatt loslegen können und das alles zusammenbauen können, ist erstmal ein bisschen Arbeit am PC notwendig. Und genau da gehen wir jetzt als erstes mal hin. Bevor wir jetzt loslegen können und unser Namensschild gestalten können, müssen wir zuerst die Schriftart, die wir uns ausgesucht haben, auf dem Rechner installieren. Weil in der Regel sind bei Windows keine Pixelschriften dabei. Ich habe mich jetzt für die National First Font Dotted entschieden. Ja, ihr könnt natürlich ja jede andere benutzen, wenn ihr eine andere findet, aber den Link für die Schriftart, die findet ihr bei mir in der Videobeschreibung wieder. Und wenn ihr das jetzt downgeloadet habt, diese Schrift, dann ist die zunächst in den ZIP-Ordner. Die müsst ihr natürlich entpacken als nächstes. Dann habt ihr den ganz normalen Ordner. Da gehen wir jetzt mal rein. Und jetzt gibt es nämlich eines zu beachten. Das ist nämlich, glaube ich, seit Windows 10 ist das jetzt neu. Kann auch sein, dass es das bei Windows 7 schon gegeben hat. Da will ich mich jetzt nicht ganz festlegen. Jedenfalls, ihr habt ja die Schrift. Und installieren könnt ihr die eigentlich auf eine ganz einfache Art und Weise. Ihr macht einfach einen Rechtsklick drauf und sagt dann, jetzt kommt es nämlich wichtig, nicht installieren, sondern für alle Benutzer installieren. Weil Inkscape nämlich in die Global, ich sag mal in die Global, in den Global-Ordner guckt und sich da alle Schriften holt und nicht in den lokalen Benutzerordner. Ja? Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Schrift für alle Benutzer installiert. Ich kann es natürlich nicht machen, weil bei mir ist sie ja schon drauf. Da bringt er dann, oder er fragt mich, möchte ich es ersetzen? Nein, möchte ich natürlich jetzt nicht. So, deshalb, also das ist ganz wichtig, dass ihr hierher geht und sagt, für alle Benutzer installieren. Weil wenn ihr nur auf Installieren geht, dann werdet ihr euch später wundern, warum ihr die Schrift in Inkscape nicht findet. Und dann starten wir doch auch gleich Inkscape. So, jetzt haben wir hier so ein leeres Blatt, ganz normales A4-Blatt. Und jetzt schreiben wir einfach mal unseren Namen hier, also den Namen, den wir haben wollen, hier hin. Ich nehme natürlich den Manfred wieder. Ihr könnt natürlich da jeden eigenen Namen nehmen. So, und jetzt müssen wir natürlich daraus erstmal unsere Dotted-Schrift machen. Na, komm schon her. Doppelklick, jetzt. Wichtig, markieren. Und jetzt gehen wir hier oben hin und sagen National Font Dotted war es doch, glaube ich. Ne? Das ist manchmal komisch. Man klickt das erste Mal bei Inkscape rein, dann sind nur ein paar Schriften drin, dann klickt man nochmal rein und plötzlich sind dann alle da. Also wundert euch nicht, warum ich jetzt da zweimal geklickt habe. Das ist irgendwie komischerweise so. So, dann gucken wir doch mal. MN, dann müsste doch, da ist es doch. National First Font Dotted. So, und schon sieht unser Manfred so aus. Und als nächstes würde ich mir jetzt hier einen Rahmen hinlegen und würde einfach mal sagen, wie groß soll eigentlich mein Schild werden. Bei mir, ich fand jetzt so optimal, sag ich mal, fand ich jetzt eine Höhe, ja, von so circa 2 mm. Ich habe da die 1,95 mm genommen und meine Länge war ungefähr 6,5
6,05, also 6 mm. Ja, also wenn ihr da 6,6 mm nehmt, dann ist das auch in Ordnung. Oder ja, je nachdem, was ihr halt haben wollt. Und was jetzt auch wichtig ist, ihr müsst natürlich immer gucken, dass ihr da noch außenrum genug Rand habt. Ja, später, weil wenn ihr dann zu nah am Rand später bohrt, dann wird euch das Ding wegbrechen und ihr habt gar nichts mehr davon. So, und jetzt gehen wir halt einfach her und tun mal unsere Schrift hier ein bisschen vergrößern. Wichtig ist, wenn ihr das macht, dass ihr hier das Schloss drin habt. Weil nur wenn ihr das Schloss drin habt, werden beide Werte proportional, dann behalten die Proportionen bei und werden proportional verändert. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe und mache mein Manfred größer, dann seht ihr, dann wird auch die Schriftlänge verändert. So, jetzt gucken wir doch mal, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn man das Ganze jetzt hier so mittig platzieren, würde ich sagen, sieht doch das schon mal ganz gut aus. Ne? Also ich finde, kann sich eigentlich sehen lassen. Ja, so lassen wir es auch. Also ihr seht, meine Schrift hat jetzt ungefähr eine Höhe von 1,2, 1,3. Wir können auch mal probieren, wenn wir das 1,3 groß machen. Ne, wird schon zu groß. Okay, dann lassen wir das einfach so. Das sieht ja gut aus. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, denn aktuell ist das hier ja noch eine Textdatei. Und wenn ich das Ganze jetzt exportieren möchte, dass ich es im CAM-Programm, also EstelCAM, weiterverarbeiten kann, dann wird er das aktuell nicht machen. Also er wird mir zwar das Rechteck exportieren, aber die Schrift wird er mir nicht exportieren. Und das ist ja blöd, weil die wollen wir ja auch haben. Deshalb müssen wir hier oben erst noch hergehen und müssen sagen, jetzt muss ich wieder gucken, Objekt in Pfad umwandeln. Das machen wir jetzt mal. Und wenn wir jetzt hier reinklicken, dann sehen wir, dann sind es lauter einzelne Teile. Ich habe jetzt hier keine Schrift mehr, sondern ich habe jetzt hier diese einzelnen Objekte hier. Das sieht man auch hier wunderbar. Und wenn ich jetzt hergehe und tue das Ganze mit Speichern, beziehungsweise Speichern unter, exportieren als DXF-Datei, die meisten, die schon mit CNC-Programmen gearbeitet haben, wissen, dass das ein relativ gängiges Programm für CAM-Prozessoren ist. Und dann speichern wir das Ganze doch einfach mal ab unter Manfred Schild. Ja, Manfred Schild. Speichern. Jetzt fragt er hier noch ein paar Themen nach. Basismengen 1 mm, das können wir alles so lassen und dann hauen wir gerade noch auf OK. Und das war auch schon alles, was wir hier in Inkscape machen müssen. Ihr seht, alles gar kein großer Aufwand und ja, und das Ganze ist auch noch kostenlos. Dann öffnen wir auch gleich mal EstelCAM. Natürlich, wie immer, geht das wieder auf dem falschen Monitor auf. Wie soll es auch anders das sein? So, ich hole mal beides hier rüber. Und dann öffnen wir auch gleich mal die Datei. Datei öffnen. Jo, da sind wir woanders da jetzt. Ich muss in... So, Manfred Schild. Haben wir es doch genannt, ne? Manfred Schild, da ist es. Da ist unsere Datei. So, da sehen wir das Ganze jetzt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, und zwar ist mein Rohmaterial 0,5 mm stark. Und das ist mal aber einfach zu dick. Ich will das so auf 0,3, 0,25 oder ja 0,3 reduzieren. Machen wir 0,3. So viel habe ich das letzte Mal auch gemacht. Und deshalb mache ich mir jetzt als erstes eine Datei, um diese Reduzierung auf 0,3 mm durchzuführen. Dazu gehe ich als erstes mal auf Ausschnitt und nehme jetzt nicht die automatische Konturerkennung, sondern nehme die manuelle Konturerkennung. Und jetzt mache ich mir eine Kontur, die wesentlich größer ist. Ja, die wesentlich größer ist, wie später mein Schild. Ja, da gehen wir ruhig mal so, so, so und wieder so zu. So. Dann gehen wir auf Auswählen, wählen unser Teil aus, sagen Tasche. So, jetzt ist das Ganze zu. Allerdings möchte ich das nicht mit dem 0,1 mm Fräser machen, sondern mit dem 0,5er Fräser. Und da gehen wir in der Zustellung, gehen wir auf
70%. So. Und jetzt gehe ich einfach her und sage Frästiefe 0,2 mm. Dann tue ich diesen Nullpunkt, den ihr jetzt hier seht, den versetze ich nach hier unten. So. Das war jetzt alles und jetzt können wir uns schon mal die Vorschau ansehen. Ja, ist jetzt relativ wenig spektakulär. Ne? Und jetzt sage ich Datei CNC-Programm speichern, Manfred Schild, da gehen wir jetzt her, Manfred Schild, Red, machen wir mal Red für Reduzierung. Speichern. Also so sieht es dann aus. Er zeigt einfach nochmal das an, was ich jetzt in der Vorschau angezeigt gekriegt habe. Das sage ich nochmal okay. Und das Ganze war's. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt können wir hier das wieder entfernen. Und jetzt müssen wir natürlich hier unsere ganze Schrift nachzeichnen. Ne? Bohren tue ich das Ganze. Das Ganze werden lauter kleine Löcher. Die werden mit einem 0,1er Bohrer gebohrt. Ja, ihr hört richtig. 0,1 mm Bohrer. Auch wo ihr die Bohrer findet, habe ich euch wieder in die Videobeschreibung gehängt. Und jetzt seht ihr ja, das sind jetzt hier keine richtigen runden Löcher. Deshalb habe ich hier auch keinen Mittelpunkt. Deshalb bleibt mir halt leider jetzt nichts anderes übrig, wie die Bohrung hier zu ermitteln mit so einem Kreis, dass ich den Kreismittelpunkt anhand von 3 Punkten erzeuge. Heißt also, ich muss jetzt halt einmal leider jedes Teil hier anklicken und muss sagen, wo ist mein Mittelpunkt. Ja. Also, oder wo soll mein Kreis hin? Ihr seht, das dauert halt immer ein bisschen. Ne? So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, überall sind jetzt hier die gelben Punkte. Der Schriftzug ist jetzt vollkommen nachgemalt. Und jetzt gehe ich einfach mal her, gehe hier oben in die Ecke, drücke die linke Maustaste und fahre einfach mal hier drüber. Und ihr seht, die werden jetzt alle so rot-rosa. Und das heißt, die sind jetzt alle ausgewählt. Und jetzt gebe ich hier die Frästiefe ein. Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte, mein Material ist 0,3 mm stark. Und ich habe, anders gesagt, meine ursprüngliche Platte war ja 0,5 mm. Da habe ich jetzt 0,2 mm abgetragen. Deshalb sage ich hier schon mal Startebene 0,2. Und dann möchte ich ja auch noch, dann muss ich ja auch noch reinfräsen. Und jetzt habe ich noch 0,3 mm. Und bei den Bohrern ist es so, dass man da halt immer so 0,2 mm unten durchstoßen muss, dass das Loch auch wirklich durch ist. Deshalb gebe ich hier 0,4 mm ein. Und das heißt, und diese Sache heißt jetzt, der fährt 0,2 mm dran und dann bohrt er die 0,4 mm. Jeweils in, jetzt müssen wir gucken, in 0,1 mm Schritten. Also das heißt, der bohrt immer ein Stück rein, wieder raus, bohrt rein, wieder raus. Das werden wir dann später sehen. Ja, und das Ganze war es auch schon. Wichtig ist, dass ihr den Nullpunkt hier jetzt nicht mehr versetzt. Was jetzt noch fehlt, ich will natürlich ja, dass mein Schild hier später ausgeschnitten ist. Deshalb mache ich hier noch ein Teil. Ja, und da darf ich natürlich jetzt nicht mit dem Bohrer das Ganze machen, sondern das mache ich wieder mit dem 0,5er Fräser. Und da fräse ich jetzt auch wieder 0, wir lassen die 0,4, dann ist es nicht so verwirrend. Und auch hier sage ich Startebene 0,2. So, und jetzt müssen wir das Ganze, wenn ich das Ganze jetzt so ausfräse, dann könnte was passieren, dass das Teil irgendwie wegspritzt oder weggesaugt wird vom Staubsauger, weil der wird ja hier komplett außenrum wegfräsen. Deshalb gehe ich noch her und sage, ich mache eine Anbindung. Jetzt muss ich bloß mal gucken, da hat er den falschen Wert. Dann machen wir 0,3 oder ne 0,25. So, und dann sagen wir Anbindung. Dann machen wir einmal hier und einmal hier. Und an den Stellen tut er jetzt quasi das Material nicht wegtragen, sondern da unterbricht er die Fräsung und das Ganze und das Schild ist immer noch mit meinem Original, also mit meinem ganzen Kunststoffplatte verbunden. Ja? Somit kann er mir das hier nicht einsaugen. Und das war es dann auch schon wieder.
Jetzt gehen wir natürlich noch eins, mache ich jetzt noch. Jetzt gehe ich noch hierher und sage Bearbeitungsreihenfolge -1. Das heißt, wenn ich hier positive Werte mache, dann werden die Teile als erstes gefertigt. Wenn ich Minuswerte mache, werden die ans Ende gestellt. Ja, ansonsten, wenn mir das egal ist, wann er das fertigt, dann lasse ich das Ganze hier, ich wähle mal nochmal hier so ein Teil aus, dann lasse ich das hier auf automatisch und dann entscheidet das Programm, wann es das Ganze fräst. Aber hier, das Teil will ich definitiv ganz zum Schluss haben, deshalb schreibe ich hier -1 rein. Und wenn wir jetzt mal in die Vorschau gucken, dann sehen wir, er macht erst die ganzen Bohrungen durch und zum Schluss wechselt er das Werkzeug und dann fräst er das Teil aus. So wollen wir das Ganze haben. So, dann gehen wir wieder auf Datei, CNC-Programm speichern. Dann lassen wir das Ganze Manfred Schildin dieses Mal und sagen wieder speichern. Was ich euch auch noch sagen kann, hier zu diesen Werten, ja, das sind jetzt so Werte, die habe ich irgendwann mal ermittelt. Ja, diese ganzen Fräserwerte und Bohrerwerte mit, naja gut, Vorschubgeschwindigkeit bei einem Bohrer ist ein bisschen weit daher. Aber zum Beispiel die Eintauchgeschwindigkeit und die Drehzahl, naja, ich sag mal, bei so einem kleinen Bohrer, da geht man eh immer alles, was die Fräse kann. Ne? Und ja, auch die Eintauchgeschwindigkeit, das sind alles Werte, die habe ich einfach mal so ermittelt durch Ausprobieren. Ja, ja, nehmt sie einfach mal so hin. So, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Wir haben das Ganze abgespeichert. Jetzt gehen wir mal her und tun mal das da wieder rauslöschen. Bob. So. Jetzt habe ich quasi was ich jetzt fertig gemacht habe, ist die Blende vorne. Da, wo eigentlich später das Licht durchscheint und mein Schriftzug leuchtet. Jetzt brauche ich natürlich auch hinten dran irgendwie noch einen Leuchtkörper. Ja, weil nur das Schild alleine bringt mir nichts. Heißt also, ich muss noch einen Leuchtkörper machen, den mache ich aus einem speziellen Plexiglas. Den Link zu dem speziellen Plexiglas habe ich euch auch wieder in die Videobeschreibung gestellt. Da kriegt ihr dann auch so Musterstücke, die reichen euch eigentlich für das dicke und dreimal aus. Und die kosten dann auch nicht so viel. Jedenfalls brauchen wir natürlich auch den Leuchtkörper. Und der Nachteil ist von dem Plexiglas, das Ganze ist 3 mm stark, das Plexiglas. Und das ist natürlich hier für mein Schild ein bisschen arg dick. Deshalb muss ich natürlich auch das wieder vorher reduzieren. Heißt also, ich mache eigentlich nichts anderes, wie ich eben schon mal gemacht habe, dass ich mir hier einfach jetzt einen größeren Ausschnitt drüber lege. So. Zack. Jetzt haben wir natürlich hier wieder das falsche Werkzeug ausgewählt. Da gehen wir jetzt wieder auf Fräser 05. Ja, und sagen wieder Tasche. So, und jetzt will ich meinen Leuchtkörper 1 mm stark haben. Deshalb sage ich, das Ganze muss jetzt erstmal 2 mm eingefräst werden. Und jetzt muss ich natürlich nochmal dieses Teil hier auswählen, weil hier haben wir natürlich Startebene, die 2 mm, ne? Und die Frästiefe hier ist dann 1,2. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Ganze auch durch ist. So, und das war es jetzt eigentlich schon. Ich habe hier meinen Leuchtkörper, mein Teil für den Leuchtkörper, und jetzt sagen wir da auch nochmal Datei CNC-Programm speichern. Manfred Schild Leucht. Oh, halt, nee, abbrechen. Ich habe gerade was vergessen, merke ich. Wichtig ist natürlich, das muss er als erstes machen. Deshalb gehen wir da jetzt auf 10. Da haben wir ja noch die -1 drin. Schauen wir mal. Jo, passt. Theoretisch hätte er den Ausschnitt sowieso erst da machen müssen. Aber ich gehe da jetzt mal auf der sicheren Seite. Dann sagen wir Datei CNC-Programm speichern und dann schreiben wir da mal rein für Leuchtkörper. Jetzt haben wir endlich alle Dateien zusammen und wir sehen uns gleich an der CNC-Fräse wieder. Tada! Da sind wir schon an meiner CNC-Fräse. Bevor wir loslegen, vorab vielleicht noch ein paar Worte über die Fräse, da ich ja immer mal wieder in den Kommentaren gefragt werde, was habe ich eigentlich für eine CNC-Fräse. Bei mir ist das eine Stepcraft 420. Das ist eine der ersten Stepcraft-Maschinen, also noch die Stepcraft 1. Mittlerweile sind sie ja schon, glaube ich, bei 3 oder 4. Wie gesagt, das ist halt noch die allererste Maschine, die allererste Version, nicht die allererste Maschine, aber die allererste Version.
Und ich muss sagen, ich habe es bisher nicht bereut, dass ich mir die Maschine zugelegt habe. Mein modellbauerisches Spektrum hat sich durch die Maschine wirklich wahnsinnig erweitert. Ja, vieles, wo ich früher überlegt habe, ja, wie mache ich das und hin und her, ist heute mit der CNC-Fräse eigentlich gar kein Problem mehr. Und dazu kommen natürlich dann auch noch die 3D-Drucker. Als Fräsmotor verwende ich auch den Original Stepkraft, die HF-Frässpindel. Ganz zu Beginn meiner CNC-Fräserei, sage ich jetzt einfach mal, habe ich auch immer solche Proxon Mini-Drill-Spindeln und so weiter benutzt. Da kann ich euch nur sagen, solange ihr Kleinteile fräst, kleine Sachen, die nicht lang dauern, funktioniert es hiermit. Ja, also damit geht es auch. Wenn es dann aber größer, komplexer etc. pp. Wird, länger, ja, wenn ich lange Fräsprogramme habe, die 1-2 Stunden dauern oder so, dann kommt dieses Teil halt schnell an seine Grenzen. Ja, die sind halt einfach nicht für Dauerlauf ausgelegt. Anders da, halt hier diese HF-Spindel, die kann wirklich mehrere Stunden im Dauerbetrieb laufen, ohne dass sie kaputt geht. Ja. Natürlich hat die auch halt noch mal ein bisschen mehr Leistung, wie jetzt so eine kleine Mini-Drill. Ne? Auch im Hinblick, wenn ihr schwer zerspanbare Materialien bearbeiten wollt mal. Wenn es jetzt nicht gerade hier ein bisschen Polystyrol ist, aber wenn es dann mal wirklich richtig in Holz etc. pp. Geht, da kommt dann natürlich mit dem anderen Teil, mit dieser Mini-Drill, sofort an die Grenzen und das schafft die halt ohne Probleme. Ne? Deshalb habe ich bin ich halt wirklich auch auf diese HF-Frässpindel umgestiegen und ich muss auch da wirklich sagen, ich habe die Anschaffung, die ist nicht billig in der Anschaffung, aber ich habe die Anschaffung nicht bereut. Und was halt auch immer wichtig ist, Absaugung. Ja? Also egal was ihr macht, ich gebe euch den guten Rat. Ich habe es früher am Anfang auch nicht gemacht. Am Anfang habe ich auch ohne Absaugung gefräst. Aber die Sauerei hier außenrum um die Fräse ist einfach enorm. Und durch die Absaugung könnt ihr halt die Sauerei wirklich gut reduzieren. Ganz weg ist sie nicht, aber ihr könnt sie wirklich gut reduzieren. Auf der kann ich Platten bearbeiten von 420 x 300 mm. Ja, ist jetzt nicht sonderlich groß, aber ich sage mal in der Regel für das, was ich normalerweise mache, Antriebsteile für K-System-Autos, irgendwelche Modellbauteile, da reicht die Dicke aus. Und wenn es halt mal größer wird, naja, dann ist halt bei der Größe halt mal Schluss. Ne? Da muss man es halt aufteilen auf mehrere Platten. Ist halt so. Und halt auch gleich daneben, da steht dann ein Rechner. Ein Laptop reicht da vollkommen aus. Das muss wirklich nicht der neueste sein. Die Software ist jetzt noch die Vorgängerversion. Ich sag mal so, mir reicht sie persönlich einfach aus. Ich brauche gar nicht mehr. Und wenn wir gerade dabei sind, naja, hier oben dran, wenn ihr seht, hier sind dann meine ganzen Bohrer, Fräser etc. pp. Angebracht, ja. Und auch so dieses Mini-Drill-Werkzeug, was es dazu gibt, habe ich mir hier einfach solche Dinger gemacht, die ich jederzeit einfach hier rausnehmen kann und dann mir auf den Tisch stellen kann. Und da ist es halt alles schön ordentlich sortiert aufgebaut. Ne? Das so viel da dazu. Und dann legen wir auch gleich los. Hier nochmal das Material, das wir jetzt brauchen. Das ist einmal hier 0,5er schwarzes Polystyrol. Auch den Link, wo ihr das kriegt, wieder in der Videobeschreibung. Und hier dieses spezielle Plexiglas. Wie ihr seht, halt 3 mm stark. Auch hier der Link wieder in der Videobeschreibung. Bevor wir ans Einrichten von der Fräse gehen, erstmal das erste. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Kunststoff hier auf dem Frästisch fixieren. Ja, ich kann das ja nicht einfach jetzt hier drauflegen und dann sagen, Fräse, mach mal. Das rutscht ja hin und her. Das wird ja nicht funktionieren. Bei der Fräse sind natürlich solche Spannklemmen hier dabei. Aber einmal schon durch meine dicke Opferplatte kann ich die nicht benutzen. Und dann, naja, die spannen halt, sage ich mal, nur ganz punktuell. Und das funktioniert halt auch nicht so richtig. Ich weiß, viele, die sich jetzt wirklich extrem mit CNC-Technik auskennen, würden sagen, naja, dann nehmt doch einfach einen Vakuumtisch. Stimmt, sowas gibt es auch noch. Das Ganze habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin schon lange am Überlegen, ob ich mir es zulege. Irgendwie strauchle ich noch so ein bisschen. Momentan, muss ich sagen, brauche ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir da eine andere Technik einfallen lassen, wie ich jetzt dieses Zeug hier gut fixieren kann, ohne dass es verrutscht und ohne dass es sich an die Fräse ranzieht. Das lege ich einfach nur hin wegen Abstand. Jedenfalls gehe ich immer her und nehme hier diese Uhu-Sticks.
Ja, und da gehe ich jetzt einfach mal her und streiche jetzt die Fläche unten von der Platte, streiche ich hier einfach gut satt mit diesem Uhu-Stick ein. Ja. Und so, das machen wir mal so. Und dann drehe ich das Ganze rum. Ist ja logisch. Lege das hier jetzt an meinen Klotz an, einfach mal so hierher gelegt. Und dann beschwere ich das kurz mit so Gewichten. Ja, tu das einfach mal kurz hier ein bisschen beschweren. Das kann jetzt mal ein bisschen antrocknen, solange richte ich die Fräse fertig ein. So, dann machen wir den Schwenk zum Laptop. So, ich habe WinPC schon mal hochgefahren, allerdings habe ich noch nichts eingerichtet. Das erste, was wir machen müssen, wenn wir WinPC frisch hochgefahren haben, wir müssen eine Referenzfahrt durchführen, damit einfach die Fräse wieder auf dem Nullpunkt ist. Das seht ihr jetzt hier, die macht eine kurze Referenzfahrt. So, das war's auch schon. Dann lade ich für gewöhnlich immer erstmal meine CNC-Datei. So, dann gehen wir mal her, da ist mein Stick, Fräsdaten. Das Ganze war jetzt bei Manfred Schild. Und als erstes brauche ich jetzt die Reduzierung. So, jetzt muss ich noch mal kurz was gucken bei den Parametern. Hier ist Nullpunkt in der Datei. Hier ist immer wichtig, dass hier Koordinatenursprung drin steht. Weil dann nimmt er nämlich wirklich diese Koordinate, die ich vorher im Estelcam-Programm hinterlegt habe. Ja, das ist wichtig, dass hier beim Nullpunkt in der Datei Koordinatenursprung steht. Ganz wichtig. Zumindest mal in diesem Fall. Und warum lade ich jetzt eigentlich, bevor ich überhaupt weitermache, erstmal mein CNC-Programm? Das ist ganz einfach. Denn jetzt erst weiß ich eigentlich, welchen Fräser er als erstes möchte. Und ich weiß auch, welche Fräsernummer das ist. Ja, weil ihr seht, hier oben habe ich Fräser von 1 bis 10. Und ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Also klar, ich könnte es jetzt noch wissen, weil ich eben gerade das Programm erstellt habe. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Programm, das habt ihr vor 3 Wochen erstellt und jetzt ladet ihr das da rein. Ich glaube, da wisst ihr nicht mehr, welche Nummer welcher Fräser war. Ne? Deshalb mache ich immer erstmal das Fräsprogramm rein und jetzt baue ich mal meinen 05er Fräser in die Maschine ein. Zup. Und jetzt müssen wir das Werkzeug erstmal vermessen, weil die Maschine muss ja jetzt wissen, wie lang ist das Werkzeug, damit sie später die Tiefe berechnen kann. Zup. Dazu gehen wir einfach mal her, gehen hier auf die Datei, auf die Werkzeugwahl und sagen bei Werkzeug 2 vermessen. Dann verwenden wir den Werkzeuglängensensor, stellen den hier hin und warten einfach ab, bis die Maschine runtergefahren ist. So, jetzt wissen wir zumindest mal, wie lang das Werkzeug ist. In der Zwischenzeit ist jetzt dieser Kleber auch soweit angetrocknet. Und ihr seht, das hebt jetzt richtig gut, das kann sich nicht verrutschen etc. pp. So wie es eigentlich sein soll. Ne? Jetzt muss ich natürlich der Maschine erstmal mitteilen, wo ist jetzt eigentlich mein Werkstück. Ja, also wo habe ich überhaupt mein Werkstück liegen? Das weiß ja die Maschine momentan auch noch nicht. So, da gehe ich einfach hier rein und wechsle in das Menü hier. Da kann ich nämlich die Position direkt eingeben. Und jetzt messe ich einfach mal hier mit Meter so grob, sage, naja, das sind 20 mm und von hier muss er ja 35 mm. Und jetzt, dann gehe ich her, trage hier ein X 35, Y machen wir 422 und eine Geschwindigkeit von 200 und Start. Und jetzt fährt er meine Maschine einfach an die Position und dann sage ich speichern 0.xy. So, und dann kann ich ihn auch ein bisschen hier reinfahren, weil jetzt müssen wir natürlich noch den Z-Nullpunkt festlegen. Ja, der muss ja jetzt wissen, wann ist hier 0 auf der Platte.
Das machen wir auch wieder mit dem Werkzeuglängensensor. Den stellen wir hier schon mal drauf. Und sagen anfahren, Taster 0.Z. So, und jetzt fährt er wieder hier schön runter. Und dann gucken wir mal, wenn er hier drauf kommt. So. Also jetzt hat die Maschine zumindest mal den 0.Z ermittelt. Allerdings können wir jetzt nicht gleich loslegen, sondern wir müssen das Ganze jetzt nochmal runter aufs Werkstück fahren und dann abspeichern. Und dabei ist wichtig, dass die Spindel läuft. Warum ist das Ganze so? Naja, ich sag mal, diese ganze Messerei hier, die ist ungefähr innerhalb von einem Zehntel. Ein Zehntel genau ist die. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Ganze ein bisschen früher anhält. Dann ist alles gut. Es kann aber auch sein, dass er schon ein bisschen in die Platte eintaucht. Ja? Und das wäre halt blöd, weil ich zeige euch jetzt mal ein großer Fräser. Hier. Wenn der jetzt quasi, ohne dass die Spindel läuft, würde jetzt das Teil hier runterfahren und dann würden diese Kanten hier, ja, diese Fräskanten, würden ja auf dem Material aufstoßen. Aufstoßen, ja. Und gerade bei so ganz winzigen Fräsern kann es dann passieren, dass irgendwie so eine kleine Kante hier, ja, hier so eine kleine Ecke abplatzt. Das seht ihr gar nicht, ja, das geht ratzfatz. Wir haben ja hier Hartmetallfräser. Und dann platzt die ab und dann ist euren Fräser stumpf und ihr habt später Probleme. Deshalb immer wichtig, wenn ihr das Ding runterfahrt und eintauchen lasst, da gehe ich her und lasse das Teil immer mal, ich zeige es euch mal, ich fahre mal ein bisschen runter. Ja, ich lasse den einfach mal mit so 13% der Geschwindigkeit laufen. Ja, das muss jetzt nicht extrem schnell sein. Und dann sage ich anfahren 0.Z. So. Jetzt fährt er runter und dann kann ich einfach mal hier so entlang gehen und kann mal gucken. Ich sehe jetzt, mal sehen, ob ich das euch zeigen kann. Ich fahre mal ganz nah ran an den Fräser. Jetzt fahre ich einfach mal hier entlang und guck mal, ob er schon auf dem Material kratzt. Im Moment noch nicht. Dann fahre ich einfach mal mit der Z-Achse noch ganz leicht ein bisschen runter und sehe, ah ja, jetzt kratzt er hier schon. Dann weiß ich, naja, mein Z-Punkt ist eigentlich gut eingestellt, automatisch. Dann sage ich hier nur noch am Computer speichern 0.Z. So, und jetzt hat er den Z0-Punkt gespeichert. Ich fahre dann hier immer noch mal ein bisschen hoch. Das Teil kann ich wieder abschalten. Dann mache ich meinen Niederhalteadapter drunter. Ja, dadurch habe ich auch noch mal eine bessere Absaugung. Und sage jetzt hier Ende. Jetzt lange ich mal da kurz durchs Bild. Schalte nämlich meinen Staubsauger schon mal ein. Und dann sagen wir Programm Start. Und jetzt warten wir einfach mal, bis er fertig ist. Also ihr seht, es hat wirklich wahnsinnig lang gedauert. Ne? Nämlich so gut wie gar nichts. Und jetzt sind wir damit schon fertig. So. Dann öffnen wir die nächste Datei und sagen hier wichtig, geänderte Parameter speichern, okay. So, und holen unser Schild. Da sind ja jetzt unsere Bohrpositionen drin und so weiter. Und wie gesagt, wichtig, mit dem Nullpunkt, jetzt haben wir genau die gleiche Position. Auch die ganzen Höhendaten, da braucht er jetzt gar nichts mehr zu machen, auch Ausrichtung und so weiter, das hat er alles jetzt wieder übernommen. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich schalte das Werkzeug Nummer 2 inaktiv, damit er momentan, wenn ich ihn jetzt starte, nur die Bohrungen macht. So, davor müssen wir natürlich noch unser Werkzeug wechseln. Also ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera noch sieht. Aber irgendwo das hier oben, das ist der Bohrer, ne? Und jetzt können wir eigentlich gleich sagen, Programm Start.
zweiten Arbeitsschritt wird dann noch das eigentliche Schild ausgefräst. Das zweite Schild ist auch fertig und jetzt seht ihr, jetzt kann ich das gerade hier so runternehmen. Jetzt kann ich das gerade hier wieder so runterziehen. Da ist jetzt natürlich dieser Kleber noch drauf und halt auch ein bisschen von dieser Opferplatte, bleibt da auch mal dran hängen. Ne? Das lege ich jetzt einfach mal ein paar Minuten in normales Wasser und dann löst sich dieser ganze Kleber halt einfach wieder ab und ich habe eine normale Kunststoffplatte. Das ist der ganze Trick da dabei mit diesem Klebestift. Das Ganze war jetzt so 10 Minuten im Wasser gelegen und wie ihr seht, das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite und ihr seht, hier ist nichts mehr vom Kleber übrig geblieben. Ja, also ich finde das wirklich eine geniale Idee mit diesem Uhu-Stift. Es muss natürlich jetzt nicht unbedingt Uhu sein, es geht auch jeder andere Stift, ne? Aber ich nehme halt die Original-Uhu-Stifte. Und da braucht man nicht unbedingt jetzt einen Vakuumtisch oder sowas. Ne? Und jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie in der Kamera sehen. Aber ich denke, vielleicht kann man es schon ein bisschen erkennen, dass wir hier den Schriftzug sehen. Vielleicht so nochmal. Ich glaube, hier kann man schon ein bisschen erkennen, den Schriftzug. Fehlt jetzt nur noch dieser Leuchtkörper. Habe ich ja gesagt, das ist das Material da dazu. Ist halt leider ein bisschen dick, müssen wir halt ein bisschen runterfräsen. Ne? So, dann machen wir da einfach mal auch wieder so mit dem Kleber, mit dem Klebestift ein bisschen was hinten drauf. Ruhig ein bisschen größer, dass auch wirklich genug Fläche da ist, dass das Ding auch später haftet. Ne? Gut. So, mein Abstandshalter wieder. Zack. Und Gewicht. Der eigentliche Fräsprozess ist jetzt wieder der gleiche wie eben schon beim Schild. Ich denke, den muss ich euch jetzt nicht extra nochmal zeigen. Hier haben wir jetzt die Teile, also einmal die Leuchtkörper, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und das sind dann dort sozusagen die Blenden hier. Und ja, die kommen dann später auf den Leuchtkörper drauf. Ne? Und was ich auch schon mal vorbereitet habe, sind 2 blaue LEDs. Weil die Leuchtkörper bringen mir ja nichts, wenn da nicht irgendwo eine Lichtquelle ist. Ne? Das sind jetzt die blauen LEDs hier. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, es wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn man sogar so eine RGB-LED nehmen wird. Muss ich mir mal überlegen, ob das nicht vielleicht mal ein netter Versuch wäre oder mal ein Versuch wäre, einfach mal so eine RGB-LED zu nehmen und die mal da dran zu machen. Dann könnte man vielleicht so geilen Farbverlauf oder so irgendwas erzeugen. Habe ich mir auch schon überlegt, muss ich vielleicht irgendwann mal probieren. Dann würde ich sagen, machen wir diese Leuchtkörper hier mal raus. Das ist also wirklich alles wahnsinnig klein. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles auf dem Video sehen. Beziehungsweise ich mache das vielleicht mal so. Ich nehme hier das schwarze Material unten drunter. Dann könnt ihr die Leuchtkörper vielleicht ein bisschen besser erkennen. So, ich nehme da jetzt gerade so ein Messer und versuche die hier rauszuknipsen. Ist natürlich bei dem dicken Material auch nicht gerade immer so einfach. So, dann müssen wir natürlich die Kanten noch ein bisschen sauber machen. Ne? So, jetzt haben wir die beiden Leuchtkörper. Und da kleben wir jetzt als erstes seitlich. Ne? Also da müsst ihr euch halt dann eine Seite aussuchen. Ich nehme jetzt mal die Seite, da klebe ich jetzt seitlich die LED so dran. Nummer 1. Das läuft ja mal wieder wie am Schnürchen. Der Leuchtkörper mit der LED ist jetzt trocken. Ich habe das jetzt auch schon einmal an der Spannungsversorgung angeschlossen, damit das Ding leuchtet. Und ihr seht, der Leuchtkörper leuchtet jetzt wirklich vollflächig blau. Natürlich ist er an der Stelle, wo die LED sitzt, ist er natürlich immer ein bisschen stärker. Das ist logisch, weil da sitzt ja die Lichtquelle. Aber dennoch leuchtet der jetzt schön vollflächig blau. Viele von euch werden sich jetzt auch fragen, ja, schön, okay, aber warum hat er jetzt gleich auch noch 2 Stück gemacht? Einer reicht doch. Und das habe ich ja genau aus einem Grund gemacht, weil ich euch jetzt nämlich einen Fehler zeigen will, den ich beim ersten Mal, wo ich das Teil gebaut habe, auch gemacht habe und einfach möchte, dass ihr den gleichen Fehler nicht auch macht. Wie ihr seht, das Ding leuchtet ja jetzt auf allen Seiten. Ja, das leuchtet ja jetzt auf allen Seiten blau und ist zwar schön, aber wir wollen ja, dass es nur vorne raus leuchtet. Ja, wir wollen ja später dieses Teil hier drauf machen und dann soll ja nur unsere Schrift leuchten.
Und eben nach hinten ins Fahrzeug, seitlich etc. pp. Soll ja nichts leuchten. Ja, heißt also, wir müssen das ganze Ding irgendwie maskieren. Ja, also mit bemalen, damit eben das Licht da nicht mehr raus kann. Und was ist da eigentlich das Einfachste? Naja, ich nehme halt schwarze Farbe und pinsel das Ding schwarz ein, weil schwarz absorbiert Licht und somit geht da nichts mehr raus. Ja, und genau das ist nämlich der Fehler, das habe ich auch gemacht. Das zeige ich euch nämlich. Weil das Schwarz absorbiert dann nicht nur das Licht nach außen, sondern das absorbiert dann nämlich auch die Lichtausbreitung innerhalb des Leuchtkörpers. Und Abhilfe schafft dann eben Folgendes. Als erstes male ich den ganzen Leuchtkörper weiß an, ja, weil weiß jeder, weiß reflektiert gut Licht. Ja, und dann wird die Absorbation, ich denke mal, so nennt man es, wird dann quasi findet da nicht statt, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Lichtexperte, Lichttechniker. Wenn es da einen Fachausdruck gibt, bitte dann gerne schreibt mir das in die Kommentare. Also ich sage jetzt einfach mal, das ist dann so. Und um euch das jetzt nochmal zu verdeutlichen, was da passiert, damit ihr das auch sehen könnt, werde ich jetzt einen erstmal weiß behandeln und den anderen werde ich schwarz behandeln gleich. Ne? Und dann schauen wir uns mal die Unterschiede an. Wichtig auch die LED komplett mit einschmieren, ne? Also anmalen. Und wenn euch jetzt quasi da ein bisschen Farbe drauf kommt, ist es gar nicht weiter tragisch, weil das werden wir danach einfach nochmal mit dem Cuttermesser abstreifen und dann ist das alles wieder blank. Also da braucht ihr keine Bedenken haben, wenn da mal ein bisschen Farbe reinkommt. Natürlich ist es auch wie bei jeder anderen Sache, die wir anmalen. Bei so Lichtsachen, da werden wir da wahrscheinlich mehrere Schichten auftragen müssen. Ja? Also ich habe, glaube ich, bei mir dann 3-mal weiß aufgetragen. Also da müssen wir dann schon mehrere Schichten auch wieder auftragen. Damit eben damit es eben richtig gut wird. So, und dann machen wir den jetzt mal schwarz und dann werden wir nämlich nachher gleich den Unterschied sehen. Hier jetzt der Vergleich. Die Seite ist ja komplett schwarz, also von vornherein gleich schwarz angemalt und die habe ich ja erstmal weiß angemalt hier. Ne? Sieht man ja da, das ist alles weiß. Und ich denke, hier sieht man es jetzt schon ziemlich eindeutig. Das, was ich ja schwarz angemalt habe, da sieht man am Ende von dem Teil, habe ich fast kein Licht mehr. Ja, da kommt fast kein Licht mehr an, was von der LED hier ausgesendet wird. Im Gegenzug, das, was weiß angemalt ist, da sehen wir, da leuchtet die ganze Fläche noch schön, also noch hell, noch im Prinzip fast gleich hell. Natürlich ist an der Stelle, wo die Lichtquelle ist immer ein bisschen heller. Ne? Aber ansonsten habe ich bis am Ende noch volle Beleuchtung. Und hier, naja, da kommt eben so gut wie nichts mehr an. Ne? Und das ist genau der Fehler, den ich auch beim ersten Mal gemacht habe. Ich habe das Teil gemacht, habe schwarz angemalt und habe danach gemerkt, oh Mist, da funktioniert was nicht. Das zweite Mal habe ich es dann so gemacht. Und jetzt, sage ich mal, ist es natürlich blöd, wenn ich sowas einbaue und das Ding ist weiß. Ne? Das sieht jetzt auch ja blöd aus, muss man ja zugeben. Jetzt ist aber kein Problem. Nachdem wir das jetzt erstmal weiß angemalt haben, können wir das jetzt ohne Probleme schwarz übermalen. Da passiert dann nichts mehr. Das machen wir jetzt mal und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und hier jetzt das Ergebnis. Also das ist jetzt auch im Prinzip außenrum schwarz, nur dass wir es halt vorher erstmal weiß lackiert haben. Und hier jetzt nochmal der Unterschied. Also ich denke, eindeutiger kann man das nicht sehen. Ne? Also hier kommt es jetzt wirklich eindeutig vor, was das ausmacht, wenn man das Ganze erst weiß streicht. Und somit haben wir jetzt eine wunderbare Fläche und können unsere Maske, quasi unsere Pixelmaske, die wir ja gefräst oder gebohrt haben mit dem winzigen Bohrer, die können wir jetzt quasi da draufkleben. So, dann machen wir die mal raus. So, und hier sollte man jetzt auch aufpassen, das Teil nicht zu viel bewegen, weil das ist halt dann doch ziemlich anfällig, das Teil. Ne? Dadurch die vielen Bohrungen, das jetzt wirklich, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade halt an Stabilität gewonnen hat, das Teil. Ne? Also ich versuche es jetzt hier auf dem Tisch schon mal so mit die Nasen wegzukriegen. Yep. So, jetzt müssen wir die natürlich auch irgendwie festkleben. Ne? Dazu
nehme ich jetzt weder Sekundenkleber noch sonst irgendwas. Sage ich euch gleich. Dann nehme ich weder das eine noch das andere, sondern ich nehme so einen Klebestift. Und dann fahre ich einfach mal mit dem Vorderteil hier so drüber. So. Und lege das Teil wieder hierher. So, den Stift lassen wir erstmal, weil wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Und jetzt können wir quasi den Manfred quasi hier drauflegen. Dann lassen wir das Ganze mal hier so ein bisschen trocknen. Schauen, dass das Ganze halt gerade ist, ne? Ja, das ist jetzt getrocknet und ich zeige es euch schon mal, weil das sieht schon, ja, wenn das Kabel richtig drin wäre, dann würde es auch funktionieren wahrscheinlich, ne? Oh nee, nicht schon wieder, oder? Oh, jetzt ist wieder, nee, jetzt ist das andere abgebrochen. Vorhin, das habe ich euch nicht gezeigt, da ist die Seite abgebrochen gewesen. Habe ich neu angelötet. Jetzt ist die Seite abgebrochen. Na gut, dann werden wir das halt auch nochmal anlöten. So, beide Drähte sind jetzt wieder dran. Und ich denke, ich halte es mal ganz nah in die Kamera. Man kann es ganz gut erkennen, dass da Manfred drin steht, ne? So, Problem, was ich jetzt natürlich noch habe, das leuchtet hier außen rum. Ja, also man sieht es ja gar nicht. Ihr seht es ja gar nicht. Also hier, ihr seht hier oben, da leuchtet es noch raus, daneben etc. pp. Das sieht natürlich nicht schön aus. Das müssen wir jetzt noch abdecken. Und dazu nehmen wir halt wieder schwarze Farbe, ne? Und malen das jetzt ganz vorsichtig außenrum noch zu. Da empfiehlt es sich wirklich, eine Farbe zu nehmen, die nicht so dünnflüssig ist. Und damit kann ich das richtig gut da oben abdecken. Dass also zum Schluss wirklich bloß noch dieses Manfred leuchtet, ne? Das ist halt wichtig. Dann sieht das Ganze hier so aus. Seht ihr? Richtig geil. Und so leuchtet das Teil dann. So könnt ihr euch jedes x-beliebige Schild machen, ja? Also egal, ob das jetzt der Klaus, der Achim, der Manfred, es können auch Frauennamen natürlich sein, ja, die Susanne oder so. Egal, also egal, was euch da für Namen einfallen, so könnt ihr halt jeden Namen da drauf irgendwie drauf zaubern. So könnt ihr da irgendwie ein Schild machen, ne? Man kann vielleicht auch irgendeine Figur da rein basteln, müsste man auch mal gucken, ob das geht. Ja, mit so, dass man irgendwie so Palmen oder so, ein Palmenmotiv oder so reinmacht. Könnte man auch mal probieren, ob das geht. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Tja, was soll ich sagen? Bevor wir jetzt endgültig am Ende des Videos angelangt sind, hat es mich natürlich doch noch so etwas von in den Fingern gejuckt. So etwas von. Naja gut, okay. Ja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Also ich hatte einfach keine Ruhe und habe jetzt tatsächlich mal noch ein Teil gemacht mit einer RGB-LED dran. Ja, und habe das mal hier einfach angeschlossen an eine kleine Elektronik. Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Also ich muss sagen, das hat schon was, ne? Heißt also, ich habe schon wieder eine neue dumme Idee im Kopf, die ich jetzt irgendwo dann einbauen kann, ne? Also blöd ist jetzt halt, dass der auch Manfred heißt. Ja, müsste ich vielleicht noch den Schriftzug vorne austauschen, ne? Aber ja, das Teil könnte ich jetzt irgendwo einbauen. Für alle, die es noch genauer interessiert, die LED, die ich da dran gemacht habe, ist keine normale RGB-LED. Heißt, wo ich die Anschlüsse für die 4 Farben, 4 Farben, wo ich die Anschlüsse für die 3 Farben habe, sondern das ist eine intelligente LED. Das bedeutet ganz einfach, auf der LED ist ein Controller verbaut. Ja? Und zur Anbindung an der Elektronik brauche ich eigentlich nichts anderes wie eine Stromversorgung, also Plus und Minus, und eine Datenleitung. Ja, ich muss mich also nicht um PWM etc. pp. kümmern, sondern ich schicke einfach über die Datenleitung
mehrere Bytes. Ich glaube 24 Bit sind es oder was. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Nee, ja, 24 Bit sind es. Ich schicke über die Datenleitung 24 Bit an die LED und der Controller da drauf setzt es dann in eine Farbe um. Das ist natürlich hervorragend, gerade für unseren Autos, weil das natürlich wesentlich den Hardwareaufwand sehr, sehr stark reduziert. Ja, und auch den Programmieraufwand. Ich muss mich nicht um PWM-Module kümmern und etc. pp., sondern ich schicke einfach nur eine Information, ja, und der Controller auf der LED setzt es dann um. Das war jetzt aber wirklich auch nur ganz einfach und ganz oberflächlich angerissen, was WS2811 ist. Ja, da könnte man ein eigenes Video sogar nochmal drüber machen, über WS2811. Man kann mit dem Teil wirklich ganz geile Sachen machen. Aber einfach nur mal für euch, also ihr seht, mit so Schildern kann man richtig geile Sachen machen. Ne? Hätte ich selbst nicht gedacht. Wenn ich jetzt das im Nachhinein sehe, ärgere ich mich schon, dass ich das nicht in dem Fahrzeug eingebaut habe. Ne? Naja, gut, okay. Jedenfalls, lange Rede, wenig Sinn. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe euch heute einfach mal gezeigt, wie ich dieses Schild hergestellt habe. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen damit jetzt inspiriert, selbst mal irgendwelche Sachen zu machen. Also ihr seht, gerade mit so modernen CNC-Fräsen und so weiter, da kann man richtig geile Sachen machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich will diese Fräse einfach nicht mehr missen. Dann wünsche ich euch wieder mal eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und naja, vielleicht ganz zum Schluss noch, wenn ihr es noch nicht getan habt, klickt doch einfach mal unten kurz auf Abonnieren und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, denn dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr kein Video von mir verpasst. Also, bis zum nächsten Mal, euer Björn.